ist gestartet. Klasse, danke dir, Jochen. Herzlich willkommen hier zu unserer neuen Session Ask the Expert. Und wir haben diesmal wieder Alexander Pawkowitsch dabei. Herzlichen Dank, Alexander, dass du dir wieder die Zeit nimmst, hier uns fit zu machen im Bereich PDF-Barrierefreiheit und Screenreader. Und Alexander arbeitet beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund als Digital Accessibility Expert, besonders natürlich im Bereich PDF-Barrierefreiheit, Dokumentbarrierefreiheit, und er ist absoluter Experte. Ich kenne keinen besseren, wenn es um Screenreader geht, egal welche Couleur, auch Braillezeile. Also wenn es darum geht, wie blinde Nutzerinnen mit barrierefreien Dokumenten umgeht, dann ist es immer erhellend, Alexanders Expertise zu hören und davon zu lernen. Also deswegen schön, dass du wieder da bist. Wir hatten im März ja schon mal unsere erste Session hier in Ask the Expert. Und da gibt es eine Aufzeichnung für alle, die das interessiert. Es gibt die Aufzeichnung. Ich weiß nicht, vielleicht, Miriam, kannst du noch mal den Link auch in den Chat posten für all die, die es noch nicht mitbekommen haben, wer das nachhören möchte. Und das ist jetzt eine Fortsetzung heute. Und wir haben eigentlich vor, dass wir einmal im Vierteljahr wirklich mit Alexander uns eure Fragen anhören zu der Screenreader-Nutzung, weil ich denke, da können wir alle lernen. Und wir haben heute im Vorfeld schon so ein paar Fragen bekommen, besonders zu Tabellen. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, live eure Fragen zu stellen. Vielleicht habt ihr schon manche Fragen parat. Postet sie in dem Chat. Miriam wird sie dann aufgreifen und an geeigneter Stelle einbringen. Und wir werden erstmal ein bisschen auf die Tabellen gucken, die Fragen, die wir jetzt schon haben, durchgehen und dann zu euren Fragen kommen. Also, das ist der Plan. Genau. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein mit Tabellen. Und Alexander, vielleicht kurze Einführung, Tabellen und Screenreader. Also, bist du ein richtiger Fan von Tabellen oder wie ist deine Beziehung dazu? Ja, auch von mir herzliches Grüß Gott. Hallo. Freut mich, dass wir wieder hier zusammen sind in dieser Runde oder in einer jedenfalls ähnlichen. Vielleicht ist es für einige jetzt hier tatsächlich auch ein Ersteinstieg oder ist es eben die Fortsetzung. Tabellen, also was mich betrifft, ich bin ein großer Fan davon. Ich mag es, wenn Sachen wirklich, wenn sie tabellarisch aufgelistet sind, also so klassische Beispiele wie die Bundesländer Deutschlands, Einwohnerzahl, Fläche in Quadratkilometern und Name der Hauptstadt oder so etwas, dass man das einfach schön übersichtlich hat. Und es gibt so eine Meinung, die ist irgendwie weit verbreitet, zum Teil sogar in der Pädagogik, aber auch weit darüber hinaus, dass man sagt, oh, für blinde Menschen sind Tabellen doch schwierig, lösen wir es doch einfach auf und schreiben die Sachen dann einfach immer so schön zeilenweise untereinander. Da bin ich gar kein Fan davon, weil dann muss ich ja wirklich alles doppelt, dreifach, vierfach hören, weil dann würde zum Beispiel immer da stehen, Bundesland, der Name desselben, und dann Hauptstadt, der Name derselben und immer so weiter. Und wenn ich das aber in Tabellenform habe, dann kann ich zum Beispiel ganz gezielt in einer Spalte bleiben, zum Beispiel dort, wo die Zahl ist, Fläche in Quadratkilometern, und bewege mich da einfach nach unten. Und wenn die Tabelle gut gemacht ist, gut ausgezeichnet ist, kommt das, was dazu immer gehört, in dem Fall wäre es zum Beispiel der Name des Bundeslandes, würde immer mit vorgelesen vom Screenreader. Das kann der nur, wenn diejenigen, die die Tabelle erstellt haben, das eben auch richtig machen. Sei es im Web, sei es in einer barrierefreien PDF-Datei. Und also da bin ich immer absolut begeistert, wenn das klappt, wenn das so der Fall ist, und habe also da gar keine Bedenken, dass mit Tabellen gearbeitet wird. Da braucht es dann keine Sonderlösung, ein spezielles Dokument für blinde Menschen. Die Idee höre ich oft in der Beratung, dass dann Leute zu mir sagen, ja, wir machen uns den Aufwand, wir erstellen dann immer noch eine eigene Datei, die keine Tabellen enthält. Nö, das braucht es gar nicht. Ein Bruchteil dieses Aufwandes können Sie da investieren, dass Sie die Tabelle dann, falls nötig, noch besser machen. Ja. Klasse. Also das heißt, eine Tabelle für alle, für die Sehenden, auch für die blinden oder seheingeschränkten Nutzer. Wenn sie richtig ausgezeichnet sind, wenn sie barrierefrei sind, dann kommen alle damit klar. Wir haben auch ein Beispiel einer komplexen Tabelle. Es gibt ja einfache Tabellen und es gibt komplexe Tabellen.
komplexe Tabellen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie solche mehrgliedrige Überschriftenzellen haben, also dass sie quasi verschachtelt sind oder Tabellen in Tabellen. Und ich glaube, du hast es auch schon erwähnt oder zumindest in unserem Vorgespräch, dass du Word zum Beispiel sagt immer oder Microsoft sagt dann immer, nee, macht keine verschachtelten Tabellen. Aber letztendlich, wenn die richtig ausgezeichnet sind, ist es auch kein Problem. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ich würde sagen, Alexander, lass uns mal reinhören, wie klingt eine barrierefreie, komplexe Tabelle. Okay, das machen wir mit einer Tabelle. Der Dateiname ist auch hier schon entsprechend. Da geht es also um Tabellen mit nicht einfach nur immer durchgehend eine bestimmte Anzahl Zeilen und Spalten, sondern das variiert. Ich öffne dieses Dokument. Komplexe Tabelle Adobe Acrobat Reader 64-Bit. Dokument. Eine Überschrift und keine Links. Das sind so diese Informationen, die ich immer bekomme beim Öffnen eines Dokuments, beim Enter drücken, in etwa das gleiche wie Doppelklick im Dateimanager. Jetzt ist der Acrobat Reader aufgegangen und hat mir schon mal den Dokumenttitel vorgelesen. Sonst wäre es der Dateiname gewesen, aber da das ja eine barrierefreie PDF-Datei ist, ganz wie aus dem Lehrbuch, hat sie auch den richtigen Dokumenttitel Komplexe Tabellen. Das Dokument hat eine Überschrift und hat keine Links. Die Überschrift ist einfach komplexe Tabellen. Genau genommen ist es eine. Tabelle 1. Wettervorhersage der nächsten 2 Tage für ausgewählte Orte in der Schweiz und Deutschland. Okay, da gehen wir rein. Tabelle mit 5 Spalten und 16 Reihen. Der Screenreader ja, sagt jetzt diese Information ein bisschen ungenau. Das werden wir gleich erleben. Er sagte mir also soeben Tabelle mit 5 Spalten und 16 Reihen. Und jetzt fange ich mal an, mir diesen Spaltentitel anzuschauen. Was haben wir denn hier? Alexander, Ja. warte mal ganz kurz. Warum meintest du ungenau? Also wenn du sowas hörst, 15 Spalten und 16 Reihen. 16 Also Reihen. jetzt auf. Also eigentlich, das ist jetzt etwas, was ich sage aus dem Vorwissen heraus. Es handelt sich ja wohl um komplexe Tabellen. Und eigentlich müsste der Screenreader da, wenn er mir sagt 5 Spalten und 16 Reihen, dann klingt das so, als wäre das durchgehend so. Als wäre das einfach, ne? Und da würde ich jetzt sagen, ja, wenn sie aber komplex ist, dann müsste zumindest noch eine Information dazu, dass es hier, ja, dass wir es nicht mit so einer Standardtabelle zu tun haben oder irgend so was müsste noch eigentlich hinzugefügt werden. Das tut er hier nicht. Ja. Jetzt bin ich also in Zeile 1, Ort, Spalte 1. Okay, da haben wir also Ort. Datum. Temperatur, umfasst 2, Spalte 3. Und da weiß ich jetzt nun, aha, umfasst 2. Das, was hier Spalte 3 ist eigentlich sowas wie Spalte 3 und 4. Und dann Wetter, Spalte 4. da endet es. Er hat aber gesagt, es hat 5 Spalten, aber die Spalte 4 ist die rechts außen. Bedeutet also 3 und noch eine und das ist dann 4. Also genau genommen müsste er ja eigentlich sagen 5. Temperatur. Und Temperatur ist irgendwie unterteilt, das sagt er hier noch nicht. Und dann Temperatur noch irgendetwas und dann Wetter. Das hat er hier etwas zu grob zusammengefasst. Der Screenreader macht der leider so. Ich bleibe jetzt mal in der Spalte Wetter. Da interessiert mich jetzt mal, was er da tut, wenn ich mich senkrecht nach unten bewege. Wetter, Schweiz, umfasst 5, Reihe 3. Also Schweiz, aha, da gibt es also innerhalb von Schweiz senkrecht nach unten dann 5 Einträge. Das werden Orte sein, nehme ich an. Ich gehe wieder eine Zeile nach unten. 29. April 2018. Sonnig. Und jetzt wundere ich mich, weil jetzt sagt er mir also sonnig, okay, ich bin ja in der Spalte Wetter geblieben mit meinem Screenreader-Cursor. Und dazu liest er mir vor ein Datum. Also am 29.04.2018 ist es sonnig. Ja, aber doch wohl kaum in der ganzen Schweiz. Oder jedenfalls ist es eine sehr ungenaue Angabe. Genau. Und ich habe ja vorher auch gehört, Spalte 1 ist eigentlich Ort. Jetzt hat er mir aber keinen Ort mit vorgelesen. Ich bewege mich also nun mal ganz nach links zu dem Ort hin in die Spalte 1. Schweiz, Bern, Spalte 1. Ah, da steht Bern. In Bern ist es am 29. April 2018 sonnig, heißt es da. Datum, 29. April. Maximum,
20 Grad. Minimum 10 Grad. Wetter sonnig. Okay, also da merke ich jetzt auch Temperatur Maximum, Temperatur Minimum. Da hat er oben beim Lesen der Spaltenüberschrift nur gesagt, Temperatur umfasst 2, aber nicht welche 2, nämlich Minimum und Maximum, beziehungsweise umgekehrt. Und ja, wenn ich mich jetzt bin ich wieder in der Wetterspalte, bewege ich mich jetzt da nach oben oder unten, kriege ich natürlich das Wetter angesagt, das da jeweils steht und mit dazu das Datum. Es ist offensichtlich so, dass das Datum, der Reihentitel ist oder jedenfalls Teil des Reihentitels. Man kann ja auch sagen, es gibt 2 Spalten, die irgendwie wichtig sind als Reihenüberschrift, nämlich sinnvollerweise vielleicht Ort und Datum. Und das ist wohl auch die Reihenfolge, oder Datum und Ort, je nachdem. Der Screenreader kann aber nun nur eins von den beiden lesen. Das andere lässt er dann weg. Und Hm? das merken wir daran, wenn ich jetzt in die Datumsspalte wechsle. Datum 29. April 2018. Und jetzt bewege ich mich hier mal rauf und runter, 1 nach unten. Bern 30. April 2018. Jetzt kann Ja. er den Ort mit vorlesen. Ja. Mal schauen, ob das umgekehrt auch geht. Ich gehe nach links nach Schweiz Bern. Bern. Bern Reihe 4. Bern Reihe 5. Da liest er nur den Ort und nicht das Datum mit vor, obwohl es ja auch Teil des Reihentitels ist, beziehungsweise einer der beiden. Also da haben wir das Problem, an welcher Stelle das jetzt ist, oder wie ich vorher im Vorgespräch sagte, wer jetzt wirklich der Schuldige oder der Schuldigere ist, ob der Screenreader oder ob der Adobe Acrobat Reader dem Screenreader hier nicht genug Informationen liefert. Das müssten wir jetzt eigentlich in irgendwie einem Prozess mit den Screenreader-Herstellern herausfinden. Das ist also momentan noch unvollständig, was mir an Informationen übermittelt wird. Und ich kann es auch nicht irgendwie konfigurieren. Ich habe es vorher schon mal geschaut, ob es in Tabelleneinstellungen sowas gibt. Es gibt zum Teil in Screenreader-Einstellungen solche Möglichkeiten, dass ich sage, will ich denn wirklich alle Informationen haben? Zum Beispiel bei Bildbeschreibungen will ich den Titel der Bildbeschreibung und den Beschreibungstext oder nur eins von beiden und so. Aber hier bei den Tabellen, da konnte ich jetzt nicht beeinflussen, wie viel Spalten oder Reihentitel will ich denn jetzt hören. Ich kann nur sagen, ob überhaupt. Also ich könnte das auch abschalten. Wenn ich jetzt sage, ich weiß bei der Tabelle doch schon Bescheid, was da der Spaltentitel ist, will ich gar nicht immer mit hören, dann könnte ich das dem Screenreader sozusagen verbieten, könnte es unterbinden und dann würde er jeweils nur die Information vorlesen, die zum Beispiel da in der Spalte Wetter drüben steht. Dann würde er einfach immer nur sagen, sonnig, Reihe 5, sonnig, Reihe 6 und so. Oder vielleicht sogar ganz ohne Reihe und so, kann also die Koordinaten auch abschalten. Der Screenreader ist also beliebig konfigurierbar. Aber die sinnvolle Einstellung ist natürlich immer, Reihen- und Spaltentitel zu hören und im Brei mit dazu angezeigt zu bekommen, denn sonst verliert man ja in so einer Tabelle schnell die Orientierung. Also Alexander, fassen wir ganz kurz mal zusammen. Die ganzen Spalten- und Zeilenüberschriften, die sind natürlich hier ausgezeichnet. Wir haben mehrgliedrige. Der Screenreader liest ja aber immer nur die nächste Ebene. Deswegen haben wir ja nur gerade das Datum gelesen bekommen. Oder wenn du auf das Datum gehst, dann liest er den Ort. Das ist das eine. Das andere ist, je nachdem, in welche Richtung du dich bewegst, also wenn du dich von oben nach unten bewegst, also jetzt sagen wir mal vertikal, dann liest er immer den Zeilenkopf dazu. Bewegst du dich horizontal, also von rechts nach links oder von links nach rechts, dann liest er immer den Spaltenkopf dazu, aber immer nur die nächste Ebene. Und was eigentlich geschickter wäre, wenn er quasi immer die ganze Kette, alle Ebenen lesen würde, wenn er sagen würde, Ort, Schweiz, Bern, Datum und dann die Temperatur, also Grad, wie viel Grad hat es da gehabt an diesem Tag. Das ist schade, dass das der Screenreader nicht kann, obwohl es im Dokument vorhanden ist. Aber das habe ich so mitbekommen, dadurch, dass du dir einen gewissen Überblick verschafft hast über die Tabelle, weißt du ja vorhin, du hast ja selber gesagt, okay, Ort, es muss noch den Ort geben. Das heißt, wie können wir uns das vorstellen? Hast du so ein baust du dir ein inneres Bild auf dieser Tabelle, wie die strukturiert ist oder wie funktioniert es? Ja, bei mir ist es auf jeden Fall so und es ist wahrscheinlich auch leichter, wenn
irgendwie eine Vorstellung, also ein Konzept davon besteht sozusagen im Kopf, was ist eigentlich eine Tabelle? Wenn ich mir vorstelle, ich könnte mir diese Tabelle ja jetzt auch auf Papier in Brailleschrift zum Beispiel machen. Ich könnte sie ja abschreiben. Ich könnte ja da auch auf dem Blatt eine Tabelle zeichnen mit senkrechten und waagerechten Linien, vielleicht auch außenrum einem Rahmen. Ich könnte ja in Brailleschrift auf Papier sowas auch richtig schön machen mit den entsprechenden Kästchen. Und da trage ich dann Sachen ein. Das wäre ja möglich. So ein Konzept habe ich. Wer das nicht hat, gibt sicher viele blinde Menschen, gerade geburtsblinde Menschen, die auch immer sehr stark von Anfang an darauf vertraut haben und entsprechend ausgebildet wurden, entsprechend ja quasi so ähm, herangewachsen sind, dass sie immer alles einfach vorgelesen bekommen und dass sie sehr wenig arbeiten mit etwas Taktilem, mit etwas wirklich zum Tasten, zum in die Hand nehmen. Da wird es dann wahrscheinlich schwierig, wenn dann das er sagt zwar immer Zeile und Spalte so und so viel, die Zeilennummern und Spaltenanzahl und so, aber das muss man wahrscheinlich auch irgendwie mal, wenn halt nicht gesehen, so doch irgendwie auch mal gefühlt, irgendwie mal in der Hand gehabt haben, mit irgendwas nachgebaut haben. Es kann ja vielleicht noch eine Tafel Schokolade mit so und so viel Zeilen und Spalten, also mit so und so viel Reihen sein in der Länge und Breite. Da kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, wie man das nahe bringt. Aber das ist wahrscheinlich hilfreich, sowas zu haben, ja. Mhm. Vielleicht auch noch mal kurz runtergehen in die Daten für Deutschland, weil ich glaube, da hat eine Frage war, oder zuerst noch mal ganz kurz, die erste Frage zu dieser Tabelle ist, sind komplexe Tabellen nachvollziehbar? Und da würde ich jetzt sagen, ja, nicht ganz so gut, wie es eigentlich machbar wäre, aber letztendlich schon. Oder was würdest du Ja. antworten? Die Tabellen sind auch in so einer Komplexität oder auch einer höheren nachvollziehbar. Und wie gesagt, wenn das eine Tabelle ist, die so auch sonst herausgegeben wird, dann bin ich auch dafür zu sagen, eine Tabelle für alle, Stichwort Universal Design, Design for All. Mhm. Und dann ist es immer so, das wird auch, glaube ich, ungeachtet aller technischen Fortschritte so bleiben, dass wahrscheinlich der Mensch, der halt nicht visuell auf so eine Sache dann seinen Blick werfen kann, ein bisschen mehr Zeit braucht. Es gibt ja zum Beispiel auch in Prüfungssituationen nicht ohne Grund bisher immer, und das wird wahrscheinlich so bleiben müssen, auch so etwas wie die Zeitverlängerung als Nachteilsausgleich zum Beispiel. Mhm. Mhm. Weil für manches braucht man einfach erst mal ein bisschen länger in der Anfangsphase. Wenn man dann mal drin ist, ich habe zum Beispiel heute Vormittag in Word Tabellen gebaut und ich habe mir für die Zeit, jetzt momentan weiß ich es noch, irgendwann würde ich es wieder vergessen, wenn ich es brauche, werde ich es mal wieder merken, Tastaturabfolgen gemerkt, markiere die aktuelle Zeile und dann verbinde die Zellen. Das war so ein Ablauf, Alt-Taste, J, L, W, Z und dann Kontextmenü gefolgt von B. Und es geht sowas von schnell. Da bin ich wahrscheinlich dann schneller als der mit der Maus immer durch diese ganzen Symbolleisten fährt. Aber man muss sich zunächst mal erarbeiten. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, lass uns noch einmal ganz kurz in die Deutschlanddaten dieser Tabelle Deutschland, genau. reingehen, weil ich weiß, Deutschland. Umfasst 5. München. Datum 29. Maximum 21 Grad. 29. April 2018. Okay, da. 21 Grad. Minimum 10 Grad. Also da liest er auch Mhm. das Datum mit vor, 29. April. aber eben nicht den Ortsnamen. Ist also der gleiche Effekt. Wetter. Bedeckt. Genau, und jetzt haben wir gerade noch mal eine Frage dazu bekommen. Also da war es jetzt so, ich weiß, weil Peter hatte, der diese Tabelle gebaut hat, der hatte im Vorfeld extra die Zuweisung. Also man kann diese Tabellenüberschriftenzellen, also die Reihenfolge der Zuweisung bestimmen. Aber ich weiß, bei Schweiz waren zuerst die Spaltenköpfe und dann die Zeilenköpfe und bei Deutschland andersherum, aber das hat keine Auswirkung, weil die Regel ja ist, es geht von der Bewegungsrichtung, hängt es ab, welcher Spaltenkopf, wird der Spaltenkopf oder wird der Zeilenkopf gelesen. Genau. Also deswegen ist die Reihenfolge der Zuweisung für alle Praktiker, ist jetzt egal, fange ich jetzt erst mit den Spaltenköpfen an oder dann mit den Zeilenköpfen. Das ist Jacke wie Hose, zumindest für JAWS und NVDA. Gerade arbeitest du ja mit JAWS, aber wir hatten auch im Vorfeld mit NVDA, haben wir es uns auch angehört, da war das genau identisch.
was dann vorgelesen wurde. Und jetzt hat Peter gerade noch mal im Chat eine weitere Frage. Können Reader wie JAWS oder NVDA mit verschachtelten Zeilen, Spaltenüberschriftenzellen besser umgehen als der Acrobat Reader? Nee, das ist jetzt ein bisschen, also wir sind ja in JAWS. Das hängt jetzt, es ist ja immer die Kombination, aber das kannst du, glaube ich, besser erklären, Alexander. Es ist ja immer die Kombination von dem Programm, in dem das PDF geöffnet wird, wie hier jetzt der Acrobat Reader, und dem Vorleseprogramm, dem Screenreader. Ja, vielleicht ist aber gemeint die Acrobat Reader eigene Sprachausgabe. Die gibt es nämlich auch noch. Ja, das könnte sein, stimmt. Und die kann, glaube ich, Wie, überhaupt keine Tabellen vorlesen, oder? also ich vermute ganz stark, dass die, wenn überhaupt, dann jetzt einfach nur, also wir können es ja natürlich auch ausprobieren, aber sonst ist die Acrobat Reader Sprachausgabe wirklich nur dafür da, einen Text, so wie er da ist, von oben nach unten, von links nach rechts, einfach mal einmal vorzulesen. Die kann auch Mhm. keine Eigenschaften wie Überschrift oder so etwas zum Beispiel mit ansagen, sondern die liest einfach so nacheinander, was da steht. Genau, und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen, weil du keine Chance hast zu navigieren, du kriegst die Zusatzinformationen nicht mit. Also das heißt, letztendlich, ich glaube, die setzt du auch überhaupt nicht ein, oder? Die ist ja Ich setze sie eigentlich, nie ein. Ich setze sie ja. absolut nie ein, die Sprachausgabe des Readers. Höchstens mal zu Testzwecken. Wenn mir zum Beispiel eine Kollegin sagt, du, meine Sprachausgabe, ich wollte mal bloß kurz reinhören, die sagte da Warnung, leere Seite, kannst du mal schauen, und dann gehe ich mit dem Screenreader drauf und gehe im Vergleich dazu mal mit der Adobe Acrobat Sprachausgabe drauf. Das ist also rein mal ab und zu mal so eine kleine Testroutine. Mhm. Und ich habe schon öfters gehört, dass es wie navigiert, also du hast ja gezeigt, wie du in Tabellen navigierst. Ist das ein bestimmter Tabellenmodus oder ist das eigentlich, nee, da musst du gar nicht wechseln, das geht fließend, oder musst du immer in so einen bestimmten Modus wechseln? Das hatte ich mal gehört, dass es Ja, das das heißt. gibt es bei Mac. Ja, bei Mac gibt es sowas, der Screenreader VoiceOver für Mac. Da muss man immer, wenn man so ein Objekt hat, sei es eine Tabelle, sei es irgendwie eine Grafik oder so, mit dem Ding interagieren. Das kann man sich vielleicht Mhm. ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich sagen würde, ah, da ist eine Tabelle, ich sehe da so ein Objekt und jetzt muss ich in dieses Objekt quasi reinzoomen und es mir dann genauer anschauen. Ah, und das hat so und so viele Zeilen und Spalten. Unter Windows ist es so, dass der Screenreader einfach für mich erkennt, da ist eine Tabelle, und innerhalb einer Tabelle gelten ein paar Besonderheiten, wie ich dann, welche Tastenkombinationen ich drücken kann. Ich kann zum Beispiel, so wie ich jetzt navigiert bin, senkrecht und waagrecht, links, rechts, rauf, runter. Da halte ich die Tasten Steuerung oder Control und Alt gedrückt und drücke dann dazu Pfeiltasten beliebiger Richtung, rauf, runter, links, rechts, und dann marschiere ich da in die Tabellen. Oder wenn ich Steuerung und Alt gedrückt halte und drücke Pause 1 oder Home, dann lande ich ganz links oben in Zelle 1, oder ich drücke dazu die Taste Ende zu Steuerung und Alt, dann lande ich ganz rechts unten im Eck. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen mehr. Also Mhm. ist nicht so sehr ein Tabellenmodus, sondern während der Screenreader eine Tabelle erkennt, liefert er mir oder stellt er mir bereit eine ganze Reihe von Shortcuts, von Kurztastenkombinationen, die mir das gezielte Bewegen in Tabellen erleichtern. Okay, also Steuerung Alt plus die Pfeiltasten, das ist ganz spezifisch fürs Navigieren in Tabellen, richtig? Genau, so ist es. Das Mhm. funktioniert überall, wo es eine Tabelle gibt, ob im Web, Mhm. ob im PDF, ob in einem Office-Dokument. In einem Office-Dokument, zum Beispiel in Word, könnte ich mich ja einfach auch, sobald ich in einer Tabelle bin, sobald der Cursor die Tabelle betritt, das kennt ihr wahrscheinlich alle, kann ich ja auch in Word mit Tab navigieren und mit Umschalt-Tab. Da gehe ich von Zelle zu Zelle, vorwärts oder rückwärts. Hat bloß einen kleinen Haken, die Sache. Der Zelleninhalt ist immer markiert. Und das kann dann passieren, wenn ich versehentlich was tippe, dann ist der markierte Text natürlich sofort ersetzt durch den eingegebenen. Dann ist was gelöscht. Also das ist ein bisschen gefährlich. Darum arbeite ich lieber mit dieser Tabellennavigation des Screenreaders. Mhm. Also total spannend mit diesen Tabellen. Gibt es noch, Miriam, gibt es noch mehrere oder jetzt gerade zu Tabellen? Haben wir noch weitere Fragen zu Tabellen? Ja, und zwar, wenn es wie hier mehrere Zeilenköpfe gibt, wäre es dann besser, beide Zeilenköpfe und den Spaltenkopf mit der Datenzelle zu verknüpfen? Oh, warte mal, wie muss ich das jetzt verstehen? Also es gibt mehrere Zeilenköpfe Mhm. und die Frage ist, wäre Hier es haben wir ja auch besser? zwei, ne? Also Ort und Ja, Datum.
Und Also zu Spalten. verknüpfen, ich meine, die sind ja verknüpft. Also es gibt ja, also vielleicht müssen wir da ganz kurz ausholen, Alexander, wie man denn das auch macht in so einer Tabelle, dass also es ist ja eine Verknüpfung da, sonst könnte der Screen wieder da nicht diese Relation, diese Beziehung vorlesen. Und zwar wird das gemacht, man kann sich das so vorstellen. Jede Sprache auf Abruf. jede Überschriftenzelle bekommt eine ID-Nummer. Ja, sagen wir mal ID 1, ID 2, das wird einfach durchgezählt. Und jede Datenzelle ist verknüpft mit den jeweiligen Überschriftenzellen, die den Inhalt spezifizieren. Das heißt, darüber ist ja eine Verknüpfung da. Und jede Datenzelle hat, wenn es mehrgliedrige Überschriftenzellen gibt, natürlich mehrere solcher IDs zugewiesen. Diese Verknüpfung ist da. Das ist der Mechanismus, der im PDF verwendet wird, Verknüpfung herzustellen. Also deswegen, das ist da, aber trotzdem liest er nur, wie wir es gerade gehört haben, immer nur die nächste Ebene vor, also immer nur die Überschriftenzelle mit der nächsten ID von der Ebene her. Also das ist jetzt einfach eine Limitierung. Wir wissen es nicht genau. Ist es jetzt die Schnittstelle vom Adobe Reader oder ist es der Screen wieder selber? Da müsste man nochmal genau auf die Schnittstelle gucken und die analysieren, welche Information dort denn weitergegeben wird. Vielleicht limitiert die das ja schon auf wirklich nur die nächste Ebene. Aber im Dokument selber ist die Verknüpfung da. Vielleicht, also das war jetzt eine Frage von Janne. Genau. Ich hoffe, wir haben es richtig verstanden. Sonst einfach nochmal konkretisieren, falls wir die Frage falsch verstanden haben. Genau. Gibt es noch weitere Wir Fragen haben zu noch, Tabellen? genau, nee, keine Frage zu Tabellen, sondern nochmal eine allgemeinere Frage, aber die können wir auch hinten anstellen, wenn wir jetzt noch weiter im Thema bleiben wollen. Genau. Wie sieht es dann aus? Hast du Erfahrung mit mehrseitigen Tabellen, Alexander? Ich habe schon mal eine Datei gesehen, die haben wir jetzt nicht hier, aber es gibt ja Tabellen, die gehen über mehrere Seiten. Und jetzt wird teilweise wird denn jede Tabelle separat ausgezeichnet. Es gibt manche Programme, die das machen, also als neue Tabelle. Dabei denke ich mir, naja, wenn es eine Tabelle ist, dann sollte das doch auch eine Tabelle sein. Es ist ja egal, wo der Seitenumbruch ist. Oder kennst du sowas? Wie gehst du damit um? Wie ist deine Erfahrung damit? Ja, ich kenne beides. Ich kenne gerade also in PDFs manchmal so, dass eine Datenreihe, die eigentlich eine Tabelle sein müsste, Mhm. dann für mich plötzlich erscheint, oh, komisch, hier endet eine Tabelle, es müsste doch weitergehen. Da fängt eine nächste an, die hat wieder die gleichen Spaltenköpfe und Zeilenköpfe. Ich denke mal, das ist doch eigentlich eine. Das lag dann Mhm. wohl daran, dass eben an der Stelle der Seitenwechsel war und das irgendwie sei es nicht gelungen ist oder nicht darauf geachtet wurde, dass das eigentlich eine zusammenhängende sein soll, die sich gerne über mehrere Seiten erstrecken darf. Man kann ja beim Bau einer Tabelle festlegen, dass sich die Tabellen, die Überschriftszeilen auf den folgenden Druckseiten wiederholen sollen. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass man sagt, wenn ich jetzt eine neue Seite hier anfange, dann fange ich lieber eine neue Tabelle an, damit man auch gleich sieht, wie das hier alles, also für das Drucklayout aufbereitet, aber eben dann nicht ganz geschickt. Dann passiert sowas, dann sind das mehrere Tabellen. Das erschwert natürlich dann auch die Orientierung und die Zuordnung. Manchmal wäre es ja wichtig zu wissen, es sind irgendwie 157 Einträge von irgendwas, müsste also 156 Zeilen haben, plus also oben drüber die Überschriftszeile oder so. Und wenn die Tabelle in 2, 3 zerlegt ist, dann habe ich halt Schwierigkeiten, da muss ich auch noch rechnen. Ja, Also, stimmt. genau. Stimmt. Wir haben ja gerade vorhin gehört, du kriegst ja immer summarisch angesagt, wie viele Zeilen, wie viele Spalten. Und so würdest du nur immer die Zeilenzahl der zerhackten Tabelle bekommen. Und Genau. du wüsstest auch nicht genau, Moment, welche Tabellen gehören zusammen. Das müsstest du dir erst erschließen. Das heißt, das ist auch nochmal ein Erschwernis,
Ja, wenn es dann über 5 Seiten geht und du dann erst aus 5 Tabellen dir erschließen musst, oh, das müsste eigentlich eine Tabelle sein, weil die eigentlich alle den gleichen Zeilenkopf, also die gleichen Spaltenköpfe haben, dann ist es natürlich schon eine Erschwernis, kostet wieder mehr Zeit und ganz sicher weiß man dann auch nicht, ist es jetzt so gedacht, sollen die separat sein oder soll es doch eine sein? Also, okay, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, hast du noch einen Tipp vielleicht, wenn es jetzt um Tabellen geht, den wir unseren Teilnehmerinnen mitgeben können, so summarisch, bevor wir zu ein paar anderen Fragen kommen? Also aus meiner Sicht, denke ich, haben wir alles besprochen, was dazu gehört. Vielleicht wird die Frage ab und zu auftauchen, so eine Tabelle hat doch auch die Möglichkeit, dass man einen Alternativtext hinterlegt. Ja, Ja, das genau. Mhm. gibt es also Wie? gibt's sogar in Word, Mhm. gibt es aber auch sonst, dass also in Word heißt jedenfalls Alternativtext, es geht darum, dass man der Tabelle auch Metadaten mit auf den Weg geben kann, was sie enthält. Also so einen zusammenfassenden Text, der beschreibt, worum es geht in dieser Tabelle, worum es sich handelt. Mhm. Wird in den meisten Programmen wahrscheinlich so sein, dass es 2 Felder gibt, nämlich einen Titel und eine Beschreibung. Also eigentlich wie bei Alternativtexten von Grafiken. Und klar kann man das machen. Im Screenreader muss man allerdings damit rechnen, dass das nicht zuverlässig ausgegeben wird. Wo es immer funktioniert, ist im Web. Also auf Websites, wenn da so eine Tabelle so eine Zusammenfassung hat oben drüber, so ein Mhm. Alternativtext, der wird angezeigt. In Word zum Teil oder in Office-Programmen, im Acrobat Reader wird meistens dieser Alternativtext nicht mit ausgegeben vom Screenreader und ich vermute da auch, entweder hat der das da nicht, diese Schnittstelle, der greift es nicht ab oder er kriegt es nicht Mhm. geliefert vom Reader. Mhm. Also, äh, man sagt da nicht Alternativtext, das heißt in den Programmen immer Tabellenzusammenfassung oder Table Genau. Summary. Ja, Das ist Word diese nennt es Beschreibung. Alternativtext, lustigerweise, Ja, aber Microsoft ist ja terminologisch oft schön daneben. genau, er findet eigene Begriffe, genau. Und das heißt, die eher nicht nutzen, sondern lieber die Tabellen, Zellenzuordnungen gescheit anlegen. Ich glaube, lieber da die Zeit Ja, investieren. also So das würde ist ich das. wichtig. Wenn mal die Zusammenfassung fehlt, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, weil ja die Tabelle in aller Regel selbsterklärend ist. Mhm. Ähm, also ich stelle zum Beispiel fest, die Deutsche Bahn, die in puncto Barrierefreiheit unglaublich viel Nachholbedarf hat. Aber an der Stelle Tabellenzusammenfassung, das machen sie immer. Und wenn die Tabelle noch so selbsterklärend ist, diese Tabelle zeigt Ihre Reiseverbindung an. Ja, das steht da garantiert dort immer in der Zusammenfassung. Also Ja, das machen sie immer. okay. Ja, nettes Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, dann springen wir mal von Tabellen weiter. Ich würde mal kurz noch diesen Überhang haben. Wir haben ja so ein paar Fragen noch, die übrig geblieben sind. Dann würden wir die mal durchgehen und dann springen wir zu euren Fragen im Chat weiter. Oder gibt es noch gerade, Mirjam, eine Frage, die sich auf Tabellen bezieht? Ja, es kam gerade noch eine Frage rein, und zwar bei farbigen Datenzellen, in Klammern ohne Text, was ist besser? Bild mit Alternativtext, zum Beispiel Alternativtext rot, oder Bild Mm. mit Alternativtext rot ist gleich kritischer Wert? Mit Das Farbcodes. Mhm. da hatten wir mal drüber gesprochen, dass sowas wie kritischer Wert, ja, schon klar, die Intention ist sehr gut, nur das interpretiert schon recht stark. Ne? Wenn es da einfach Mhm. rot ist, für einen Sehenden, da steht auch nicht irgendwo so eine Legende dabei, kritischer Wert, sondern geht man davon aus, der Mensch kennt das oder wird sich da seinen Reim drauf machen. Und also ganz transparent und ganz so 1:1, das ist da, das teile ich dir mit, wäre dann wirklich einfach bloß die Benennung, also dass es hier rot ist. Mhm. Okay, Peter gut. schreibt noch gerade dazu, wenn die Legende tatsächlich kritischer Wert wäre. Also, dass man dann den Legendentext mit aufnimmt in den Alternativtext. Ja, das hilft sicher dann auch, das wirklich aufzufinden, auf die Gefahr hin, dass es dann
irgendwo anders nochmal ist und wir eine Doppelung haben, aber dann darf es ruhig auch in den Alternativtext. Mhm. Okay, also zusammenfassend, rot wäre super, weil das ja genau wiedergegeben ist, aber wenn die Legende das schon interpretiert quasi, dann wäre das auch okay, diese Interpretation mit in den Alternativtext zu packen. Ja, Ja, das ist genau. eine klare Aussage, denn ich glaube, das hilft allen, die das umsetzen müssen. Gut, dann haben wir hier eine Frage zu Kontaktangaben, Listen versus Absätze. Es gibt ja manchmal Kontaktangaben, also eine Adresse, hier Erika Mustermann, die Adresse Straße, Hauptstraße 1 und so weiter, wo die wohnt. Das sind Absätze, also Zeilen, die sind als einzelne Ps getaggt. Mhm. Und jetzt gibt es da noch sowas wie Telefon und die Nummer, Fax und die Nummer, E-Mail, die E-Mail-Adresse oder Web und dann die URL. Soll das eher als Liste oder auch als Absätze getaggt sein? Also Liste wäre ja möglich, dass man die Labels, also E-Mail wäre ein Label, Telefon wäre ein Label und dann den Inhalt, den List-Item dort nimmt. Was würdest du empfehlen? Als Absätze ganz normal oder doch als Liste? Was würde Vorteile bringen? Also bei einer Liste, also das ist vielleicht auch schon wieder so ein bisschen eine philosophische Frage. Bei einer Liste denke ich ja eher wirklich wieder an etwas, was aufgezählt, was aufgelistet ist. Und da, wenn das jetzt zum Beispiel eine wirklich Liste, zum Beispiel eine Liste von Teilnehmenden an irgendeiner Veranstaltung ist, und dann würde man jetzt sagen, da macht man das jetzt irgendwie, ja, da könnte man sich auch überlegen, wie viele Einträge sowas hat, ob es dann irgendwie sich da sogar lohnt, eine Tabelle zu machen und so. Aber sonst würde ich bei Kontaktangaben dieser Art wahrscheinlich eher mit einfachen Ps arbeiten, eher mit einfachen Absätzen arbeiten. Ich wüsste Hm? jetzt, also ich würde da jetzt eher auch keine Listen erwarten und auch nicht so sehr von List-Item zu List-Item navigieren wollen. Auf die Idee würde ich wahrscheinlich nicht kommen. Mhm. Okay, das ist interessant, weil ich weiß, das ist immer, ähm, ich kenne den Gedanken dahinter, dass es vielleicht besser navigierbar wäre und so weiter, aber von der Umsetzung her ist natürlich einfacher, nur die Ps zu machen, statt da eine Liste zu bauen. Also deswegen, wenn du sagst, naja, Ps sind da schon ausreichend. Ja, zumal ich kann ja auch von P zu P navigieren. Da muss ich ja auch nicht Mhm. immer eine neue Zeile, neue Zeile. Und wenn ich irgendwann weiß, so eine also man hat da vielleicht mehrere Kontaktangaben von Personen hintereinander, das sind jeweils irgendwie 6, 7 Ps pro Person, die da genannt ist, dann geht es ja auch richtig schnell und mit einer Liste nicht wesentlich einfacher oder schneller oder so etwas. Mhm. Nur weiß ich von meiner Kollegin zum Beispiel, dass dieses ja auch von Hand taggen, ja, dieses Erstellen von Listen. Da muss ich eine Liste anlegen, dann muss ich ja innerhalb der Liste die List-Items bauen und so. Ja, da kann man sich wahrscheinlich ein bisschen Zeit sparen an der Stelle. Genau, genau. Ja. Okay, also an der Stelle Zeit sparen und lieber bei echten Listen die Zeit investieren. Jetzt gibt es noch eine weitere Frage, die auch noch von den Überhangfragen ist eine Überschriftenstruktur also mit HNs, also H1, H2 und so weiter und Mhm. P einer Liste vorzuziehen. Das gibt es ja manchmal, dass man eigentlich ist es eine Liste, die ist so aufgebaut, aber man könnte es auch mit Überschriften strukturieren, eine verschachtelte Liste. Und ist es jetzt leichter? Ich glaube, die Frage geht in die Richtung, was wäre leichter zu verstehen, zu navigieren? Überschriften mit Absätzen oder eine verschachtelte Liste? Von der Navigierbarkeit her ist es, würde ich sagen, das Gleiche. Das Mhm. sind also ähnliche Tastaturbefehle. Das eine ist eben, gehe zur nächsten Überschrift, gehe zur vorigen Überschrift. Das andere ist dann verschachtelt. Ich kann sagen, gehe zur nächsten Liste oder gehe zur vorigen. Mhm. Oder ich kann sagen, auch gehe zum nächsten Listeneintrag und gehe zum vorigen. Und sowohl bei Überschriften kann ich auch gezielt zu Ebenen navigieren. Ich kann sagen, ich will jetzt zur nächsten H2, weil ich weiß, dass auf H2 immer irgendwie was Besonderes passiert und was wichtig ist. Oder ich Mhm. kann eben auch sagen, ich weiß, hier wird mit verschachtelten Listen gearbeitet. Gehe zur nächsten Liste in der Liste, also auch je nachdem, wie tief verschachtelt das Ganze ist. Ich
glaube, das hängt vor allem davon ab, mit was für Textsorten wir es da zu tun haben. Wenn das auch relativ lange Textblöcke sein könnten, Textabsätze mit recht viel Fließtext oder so, wo man vielleicht sagt, ja, Liste ist eigentlich, das passt hier nicht so ganz. Liste ist mehr so, eben, wenn es in so eine Aufzählungsrichtung geht, irgendwie Programmpunkte, 'n Tagesablauf oder so, da würde ich vielleicht eher mit Listen arbeiten. Wenn aber Mhm. der ziemlich viel auch Beschreibung enthält, nicht bloß die einfachen Programmpunkte, so 15 Uhr Vorstellung der ReferentInnen, sondern da geht's da auch gleich in die Vollen irgendwie mit Text. Da würde ich dann eher zu Überschriften und Ps tendieren, je mehr es in so eine Fließtext Volltextrichtung geht. Mhm. Ich habe eine Sache übersehen, das hat sich auf einen Gesetzestext bezogen, wo so Ah, okay. Paragraph so und dann haben die ja oft so eine Nummerierung und dann mit ABC als zweites Ding und so weiter. Ich glaube, bei Gesetzestexten, klar, die Paragraphensachen wären Überschriften, aber Ja. das andere hätte ich eher als verschachtelte Listen Paragraphen angesehen, selber oder? sind, ja, da ist also dann oft so, je nachdem, wie tief das Ganze verschachtelt ist. Es gibt die Abschnitte in so einem Gesetzestext, wenn das ein größeres Werk ist, nehmen wir mal sowas wie Mhm. das BGB oder so, dann haben wir die Abschnitte auf Überschriftebene 2, weil auf Ebene 1 haben wir die Teile, dann kommen die Mhm. Abschnitte auf Ebene 2, auf Ebene 3 vielleicht die einzelnen Titel und auf Ebene 4 die Paragraphen. Und innerhalb dieser Paragraphen dann Listen mit den Absätzen und innerhalb der Liste dann eventuell noch verschachtelt, Mhm. Nummern, so das ist gegeben, wenn erstens bis 15. Und bei 7. gibt es aber noch A bis E. Haben wir also dann eine weitere Verschachtelung. Mhm. Das ist dann so ein Fall für eine Kombination aus all dem. Genau. Also ist eine klare Aussage hier, Teile, Abschnitte und die Paragraphen als Überschriften und der eigentliche Inhalt eines Paragraphen dann als verschachtelte Liste. Sehr Genau, schön. außer es gibt so Ja. Paragraphen, die bestehen aus 2, 3 Sätzen, die nicht irgendwie Absätze sind, sondern unnummeriert, nicht alphanumerisch irgendwie. Das sind dann halt einfach Ps. Ja. Gut, dann habe ich hier noch, kann an oberster Stelle eines Dokumentes eine Abbildung, also eine Figur, zum Beispiel ein Logo stehen oder sollte an erster Stelle immer der Titel des Dokuments stehen? Ja, wie ist denn das von der reinen Lehre her? Ich meine, für die Navigierbarkeit, für die Lesbarkeit, hm, wird das jetzt keinen großen Unterschied machen. Wenn für mich zur Eröffnung das Logo kommt von der Firma Mhm. und dann heißt's auf, ja, Überschrift 1, solange wir noch keinen Title Tag haben, ähm, irgendwie kommt also der Mhm. Name dieser Broschüre oder so, das Ja, ist gängig, würde ich sagen, ja, dass man mit dem ich Logo hätte, beginnen kann und so. genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, Alexander, wir wollen es eigentlich so haben, wie es tatsächlich auf der Seite ist. Das heißt, wenn da tatsächlich das mit dem Logo beginnt auf dieser Seite, dann sollte das möglichst auch in der Struktur und damit auch für den Screen wieder das erste Element sein. Ja. Ich glaube, kann es sein, ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung ist, dass manchmal man merkt, dass Leute beim Umsetzen barrierefreier Dokumente manchmal ein bisschen zu arg um die Ecke denken oder es gut meinen und dann aber eher, dass es dann nach hinten losgeht. Kennst du sowas? Ja, definitiv. Das ist das, wo ich vorher gesagt habe, glaube im Vorgespräch erst, ich kenne das, dass Leute zu mir sagen: „Ja, und wir haben jetzt das immer so gemacht bei den Prüfungsaufgaben für die blinden KandidatInnen. Ähm, Da bauen wir immer eine eigene Version.“ Sage: „Ja, warum denn?“ „Ja, da bauen wir eine Mhm. eigene Version ohne Tabellen.“ Ach, diese Genau. vielen Stunden, die ihr da die eigene Version ohne Tabellen Mhm. gebaut habt, weil sie Ja. mal gehört haben, dass Tabellen schwierig seien. Die hätten sie einfach in den Tabellen schön auszeichnen können und das ist etwas, was tatsächlich oft passiert. Das steckt dann drin, das ist Denken. Barrierefreiheit ist, wenn man irgendwie zusätzlich noch was machen muss und möglichst kompliziert und um die Ecke gedacht, wie du sagst. Das ist genau das Mhm. Problem. Ähm, Weil auch an der Stelle, ja, macht man es doch, wie es ist. Es ist das gängige Praxis ist, dass etwas zum Beispiel mit einem Firmenlogo beginnt, weil das irgendwie das Design ist, so Corporate Design oder so etwas. Ja, dann ist es so. Es steht ja dem nichts entgegen, keine Definition irgendwie, dass das erste immer der Titel sein muss oder so etwas. Er muss halt sein, Mhm. aber nicht unbedingt gleich als erstes. Genau. Okay, klare
Ansage. Ich glaube, das hilft allen weiter. Ich habe jetzt hier noch eine und dann kommen wir noch zu den weiteren Fragen aus dem Chat. Und da geht es jetzt darum, man kann ja so einen Tagbaum in einem PDF, den kann man noch weiter unterteilen, Gruppierung. Das gibt also Gruppierungselemente. Und da ist jetzt die Frage, ist die Verwendung von Divs, Parts und Sections hilfreich für die Verwendung mit Screenreadern? Also das ist ja immer die Voraussetzung. Wir haben ja hier jetzt die Screenreader-Perspektive. Das ist nicht die einzige Perspektive. Das heißt, ich glaube, das können wir schon sagen, Alexander, dass die Dokumente sollten jetzt nicht nur auf Screenreader hin optimiert sein, sondern das ist eine Art, wie man mit den Dokumenten, wie man die nutzen kann. Aber ist es jetzt für Screenreader-Nutzerinnen hilfreich oder kannst du das auswerten? Kannst du die anspringen? Ja, meine Solche Gruppierungselemente? Vermutung ist, dass ich es nicht kann, weil die sind mir noch nirgends so bewusst begegnet. Ich habe sie nirgends so wahrgenommen. Ich kenne sowas aus dem Web. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie an Umfragen teilnehme, da kommen sie mir irgendwie besonders häufig, glaube ich, entgegen. Da gibt es also eine Gruppe und zu der Gruppe gehören dann so persönliche Angaben. Und die nächste Gruppe ist dann Angaben zum Nutzungsverhalten bei irgendwas oder irgend sowas. Also thematisch werden da Formularobjekte zusammengefasst und ich kann dann sagen, ach, die Gruppe, naja, da schaue ich nachher nochmal vorbei, ich gehe zur nächsten. In PDFs ist mir so eine Bezeichnung, dass Screenreader mir sowas gesagt hätten, noch nie begegnet. Ich vermute aber, ich hatte schon mit PDFs zu tun, wo die drin waren. Nur ist es wieder so ein Fall wie bei der Tabellenzusammenfassung. Das kommt irgendwie bei mir nicht an, leider. Also es wird sicher nicht schaden, weil es anderen Personenkreisen nützt, so wie zum Beispiel auch Lesezeichen, die ich jetzt mit dem Screenreader auch nicht aktiv wahrnehme, aber sie sind wichtig. Und so ist es damit wahrscheinlich auch. Okay, dann würde ich mal sagen, Mirjam, haben wir noch weitere Fragen? Stellt eure Fragen im Chat. Ja, Alexander wird sie euch beantworten. Genau, ja, super. War gerade eine schöne Überleitung. Ich glaube, es hat schon fast die Frage beantwortet. Ich stelle sie mal trotzdem. Nutzen Screenreader-Nutzende eher die Lesezeichenfunktion vom PDF-Reader oder wird ein interaktives Inhaltsverzeichnis bevorzugt? Definitiv das Inhaltsverzeichnis, wobei es sogar nochmal anders ist. Screenreader-Nutzende arbeiten mit dem, was ja überhaupt erst die Voraussetzung ist, dass man ein schönes Inhaltsverzeichnis bauen kann, nämlich mit Überschriften. Ich nutze also wirklich die Screenreader-Befehle, liste mir mal alle Überschriften auf oder gehe zur nächsten Überschrift oder so etwas und arbeite nicht mit den Funktionen, dass ich dann so einen Link aus dem Inhaltsverzeichnis heraus anspringen kann, sondern die Liste der Überschriften ist ja für mich auch schon irgendwie eine Inhaltsübersicht. Damit arbeite ich dann. Okay. Einen Moment. Gut. Melanie, die die Frage gestellt hat, schreibt, vielen Dank. Ja, das zeigt einfach, wie wichtig eine korrekte Überschriftenstruktur ist. Genau. Ich glaube, Definitiv. Ja, genau. Aktuell gibt es keine Fragen aus dem Chat. Ich hätte aber eine, und zwar die Frage, die wir davor hatten, wo es darum ging, ob man anfangen kann mit einem Alttext und nicht unbedingt mit dem Dokumenttitel. Ich denke zum Beispiel an ein Deckblatt von einem Forschungsbericht oder von einer Hausarbeit an der Uni. Da ist ja oft dann oben links Corporate Design mäßig das Logo der Firma oder der Universität und in der Mitte dann ganz fett gedruckt der Titel des Dokuments, der Hausarbeit, wie auch immer. Würde man dann oder würde ich dann trotzdem bevorzugen, wahrscheinlich den Titel als erstes zu taggen, auch wenn es vom optischen her, wenn man von oben links anfängt, nicht das erste ist, was man eventuell wahrnimmt, aber trotzdem dadurch, dass es groß und fett in der Mitte steht, ja wahrscheinlich trotzdem so wahrgenommen wird. Würdest du das dann auch gerne so quasi von der taggenden Person haben, dass das, was als erstes wahrgenommen wird, weil es groß und fett in der Mitte steht, auch in der Lesereihenfolge als erstes steht oder wirklich so, wie es tatsächlich auf dem Deckblatt zu sehen ist, dass man oben links anfängt, wo dann halt eben in dem Fall zum Beispiel das Logo wäre? Also Wahrnehmung, klar, wenn da zum Beispiel jetzt steht, Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät Neuen Sprachwissenschaften und so, Institut für slawische Philologie und jetzt kommt Forschungsprojekt Tschechisch und Slowenisch im Vergleich. Das ist der Titel. Das wird man natürlich, wenn man das Blatt in die Hand nimmt, wahrscheinlich als erstes sehen. Forschungsprojekt Tschechisch und Slowenisch im Vergleich. Drüber stehen so ein paar offizielle Zeilen vom Institut. Nur, dass
dieser Titel das Entscheidende und das große, Fette und so ist, das kriege ich ja mit, indem mir das der Screenreader entsprechend mitteilt. Also zum Beispiel Überschrift 1 oder Titel Mhm. und dann kommt der eigentliche Text. Wenn der eigentliche Text zuallererst käme für mich in der Lesereihenfolge, dann wäre das jetzt aus meiner Sicht ein sehr starker Eingriff. Dann wüsste ich nämlich, wenn ich immer mit solchen Dokumenten zu tun hätte, nicht mehr, wie das denn eigentlich dasteht. Und ich käme vielleicht als blinder Mensch auf die Idee, man soll die Dokumente immer damit anfangen. Wenn ich selber sowas verfasse, müsste ich dann irgendwie mit dem Titel beginnen. Dabei stehen ja diese anderen Sachen tatsächlich oben drüber. Und das wäre aus meiner Sicht jetzt ein bisschen ein zu starker Eingriff. Spannend. Danke dir. Zu starker Eingriff, finde ich super. Das ist Mhm. ja gut, dass du das so klar sagst, weil das oft anders gehandhabt wird in der Praxis. Ja. Okay, wir sind schon kurz vor dem Ende von unserer zweiten Ask the Expert Session mit Alexander Pawkowicz, absoluter Screenreader-Experte. Und wir werden auch im Herbst wieder eine Session haben mit Alexander. Also wenn ihr eure Screenreader-Probleme habt oder wenn ihr das mal wissen wollt oder wenn ihr auch mal wollt, dass wir vielleicht mal eines eurer Dokumente uns anhören. Ja, sendet uns das im Vorfeld zu, postet es in der Community, stellt da eure Fragen, dann können wir uns das gerne angucken, weil ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass jeder, der mit barrierefreien Dokumenten zu tun hat, mit der Erstellung barrierefreier Dokumente, dass er auch weiß, was am Ende rauskommt bei den Nutzerinnen, ja, die denn tatsächlich am Ende davon profitieren sollen. Und deswegen machen wir das hier auch. Das ist es gibt da noch viel Unwissenheit und da helfen wir natürlich gerne mit, Alexander, gell? Die Unwissenheit in Wissen zu verwandeln. Ja, also vielen Dank, dass du uns wieder Einblicke gegeben hast hier, wie es ist mit einem Screenreader. Und was wir sagen können, ist auch, dass es nächsten Monat auch wieder ein Ask the Expert gibt. Miriam, wann wird es genau sein? Am 5.7. um 15 Uhr wieder. Genau, wieder Das ist 15 wieder ein Uhr. Mittwoch, genau. Und das Thema wird, damit ich jetzt nichts Falsches sage, wird sein, wie starte ich digitale Barrierefreiheit in meine Organisation? Also wieder ein bisschen basic, wie kann ich das Thema angehen und vielleicht auch Argumente finden, Vorgehensweisen finden, wie ich das Thema starten kann. Hm? Auch ein Okay. spannendes Thema. Sehr spannend. Ja, genau, weil letztendlich wollen wir ja, dass noch mehr Organisationen barrierefreie Inhalte und Dokumente umsetzen. Und das ist ein Thema, das kriegen wir immer wieder gestellt, diese Frage. Und da wollen wir einfach mal Ideen liefern von verschiedenen, wir wissen von verschiedenen Kunden, wie die Sache anpacken, gibt da verschiedene Ansatzpunkte und ich glaube, dass es ganz spannend ist, wenn wir uns dazu austauschen und natürlich auch wieder so, dass ihr eure Fragen stellt. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, von Und mir herzlichen Dank. Und gute freue mich aufs Restwoche nächste Mal. noch. Genau. Morgen ist Feiertag, zumindest bei Alexander und mir. Ich weiß nicht, also im Süden von Deutschland. Ich hoffe, dass die anderen auch. Ich glaube, Berlin ist es nicht, aber sonst in anderen Bundesländern vielleicht auch. Also gute Restwoche und wir hören uns. Und es wird auch hiervon wieder eine Aufzeichnung geben. Wir werden immer noch kurz nochmal die Untertitel prüfen. Wir arbeiten hier ja mit den Teams-Untertiteln und da muss man immer noch mal ein bisschen nachführen. Deswegen dauert es immer ein bisschen. Aber es wird auch hier die Aufzeichnung geben, sodass ihr das nachgucken könnt. Danke dir, Alexander. Danke allen. Danke Miriam, Jochen, alle, die dabei waren. Danke euch, dass ihr dabei wart. Danke für eure Fragen. Und wir hören und sehen uns dann spätestens bei der nächsten Ask the Expert Session. Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh, danke.